Was für ein grandioses Spiel gestern Abend. Mit 5:0 zwingt Deutschland Ungarn in der UEFA Nations League in die Knie. Nach einem etwas zerfahrenen Start braucht die Nationalmannschaft rund 20 Minuten, bis sie dann endlich warm gelaufen war. Die Tore erzielten Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic und Havertz. Angeführt von Joshua Kimmich spielte die veränderte DFB-Auswahl ein schnelles Umschaltspiel mit tiefen Läufen und schaffte das zu verbessern, was Nagelsmann bei der EM noch bemängelt hatte. Musiala und Wirtz prägten das Offensivspiel. Wir haben die ganze Zeit zusammen trainiert, wir haben viel zusammen gearbeitet. Der Trainer, mit jedem Lehrgang kriegt er die Dinge, die er uns vermittelt, noch tiefer in unsere Köpfe. Und man sieht halt schon, dass die Automatismen mittlerweile echt greifen. Wir laufen einfach überragend die Tiefe mittlerweile, viel auch von der Zehnerposition und machen das richtig gut und sind darüber natürlich dann auch extrem gefährlich, weil wenn wir da in diese Räume stößen, dann sind wir schwer zu halten und dann haben wir mittlerweile, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du Kai und mich in der Box hast, dann ist es schon, glaube ich, schwer zu verteidigen. Wenn dann die Flanke auf den zweiten kommt, ist Kai da, wenn sie auf den ersten kommt, bin ich da und beide kopfballstark, beide groß gewachsen und ja, ich glaube, dass das schon heute sehr gut gepasst hat. Ja. Und mein Kollege Christian Ballfuß hat diesen Sieg natürlich auch gestern verfolgt in Düsseldorf. Ich hoffe, dass du schon wach bist. Guten Morgen nach Düsseldorf. 5:0, das war mal gestern eine Ansage. Oder dein Eindruck? Wer waren denn gestern die Schlüsselspieler? Ja, das war in der Tat erstaunlich. Also, dass es gut klappen könnte irgendwie so nach der guten Euro, hatte ja so ziemlich jeder wohl gehofft. Aber dass es dann so gut lief, war wirklich eine Überraschung. Und ja, gucken wir mal vielleicht insbesondere in zwei Mannschaftsteile. Also die Abwehr hinten hat das souverän gemacht, da sowieso. Aber ganz vorne in dieser Dreierkette hinter Niklas Füllkrug, das war schon beeindruckend. Und insbesondere sind zwei Namen dort zu nennen, Florian Wirtz und Jamal Musiala. Wir dürfen nie vergessen, die sind beide erst 21. Und was die da gestern vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit für ein Feuerwerk abgebrannt haben. Das war wirklich äußerst beeindruckend und Jamal Musiala schoss ein Tor selber. 3 weitere Tore legte er den jeweiligen Torschützen dann auf. Das war äußerst beeindruckend. Aber auch noch ein Blick ins Mittelfeld, da waren ja Fragezeichen. Was ist dort ohne Toni Kroos? Und wir hatten dann Pascal Groß dort, der das äußerst souverän und sicher gespielt hat. Und dann einen wirklich überzeugenden Robert Andrich. Der wird ja oft immer nur so als Abräumer, als Zerstörer dargestellt. Aber Rob, wie sie ihn im Team nennen, der kann auch Rob, den Baumeister. Der hat viele Bälle gewonnen, da gestern dann schnell nach vorne gespielt. Also da hat vieles sehr, sehr gut mit der Dauer des Spiels immer noch besser während ineinander gegriffen. Und der neue Kapitän, Joshua Kimmich, der war dementsprechend doch auch sehr zufrieden hinterher. Ich fand tatsächlich, ich bin in der Halbzeit gesessen und dachte so, das war echt eine ganz gute erste Halbzeit. Hoffentlich rächt sich das nicht, dass wir nicht höher führen. Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit schon sehr gute Möglichkeiten noch hatten, um das zweite zu machen. Vor allem dann die allerletzte Chance von Kai. Aus der Pause sind wir dann nicht so gut rausgekommen. Ich fand, da haben die Ungarn ganz gut gespielt, die ersten 5 bis 10 Minuten. Wir haben dann die Rettungsaktion von Rob Andrich, die uns im Spiel hält mit 1:0 und die anschließende Ecke, beziehungsweise er hat nochmal zu einer Ecke geführt und dann der Konter zum 2:0 und dann war das Spiel für uns etwas offener und dann haben wir es auch echt sehr gut gespielt mit unseren Zauberern da vorne. Also berechtigte Hoffnung, dass das jetzt so weitergeht wie nach der Euro, dürfen wir haben, hat das Team auch. Das war auf jeden Fall gestern ein ganz ausgezeichneter Start in diese frische und neue Nations League-Saison. Dankeschön, Christian, für diese Eindrücke von dir. Und dann hoffen wir, dass es Dienstag gegen die Niederlande einfach mal so weitergeht, oder? Danke.